Hey, hast du Bücher auf Amazon KDP veröffentlicht, aber die Erfolge bleiben aus? Kein Problem, denn in diesem Video zeige ich dir, wie du mit Amazon Ads deine Bücher sichtbarer machst und natürlich mehr verkaufst. Egal, ob du nun Romanautor bist oder Low-Content-Bücher, Notizbücher und Planer auf Amazon erstellst. Amazon-Werbung lohnt auf jeden Fall und es kann ein echter Gamechanger sein. Bleib also bis zum Ende dran, denn ich zeige dir alle Schritte. Warum Amazon Ads nutzen? Klar, Amazon ist die größte Buchplattform der Welt. Aber bei Millionen Büchern ist es auch schwer, sichtbar darin zu werden. Genau hier kommen Amazon Ads, also Werbung, ins Spiel. Und sie helfen dir natürlich für deine Zielgruppe genau mit deiner Nische sichtbar zu werden. Wenn du also noch keine eigene Community hast, dann lohnt sich auf jeden Fall, es Werbung zu schalten. Besonders für Low-Content-Bücher wie Tagebücher, Bullet Journal, Ausmalbücher oder Spielebücher kann Amazon-Werbung dann einen totalen Unterschied machen. Um Werbung auf Amazon KDP zu schalten, gehst du auf dein Amazon KDP-Konto. Hier hast du eventuell schon deine Bücher erstellt. Ansonsten hol dir gerne meinen Kurs und dann geht es dort dann weiter. Im Reiter Marketing findest du Werbung. Hier findest du den Button Amazon Ads und dafür gehst du auf folgenden Marketplace, auf dem Marketplace, wo du verkaufen möchtest, also bei mir Deutschland. Hier musst du dich nochmal einloggen und dann geht es los. Hier siehst du einige Versuche von mir, Werbung zu schalten. Und wenn ich eine neue Kampagne erstellen möchte, gehe ich hier auf den blauen Button und kann jetzt auswählen, ob ich Sponsored Products oder Sponsored Brands auswählen möchte. Brands lohnt sich nur, wenn du mehrere Produkte hast und schon eine richtige Marke geworden bist mit deinen Büchern. Dann kannst du alle deine Bücher vorschlagen, zum Beispiel eine ganze Serie von Ausmalbüchern oder eine ganze Krimi-Reihe, die du erstellt hast. Dann würdest du hier eine Sponsored Brands-Kampagne machen. Wenn du ein einzelnes Buch oder mehrere gemeinsam auswählen möchtest, dann nimmst du die Sponsored Products und dann wird das Produkt oben angezeigt, wenn es relevant ist für dieses Keyword. Keywörter recherchieren kannst du mit Helium 10. Auch das ist in meinem Kurs Low Content Studio. Und hier siehst du dann, dass ich alle meine Bücher, die hier zur Verfügung sind, auswählen kann. Und dann kann ich hier eine Anzeigengruppe erstellen. Ich kann auch mehrere Produkte gleichzeitig hinzufügen und dann mehrere hier nehmen. Und wenn ich jetzt sagen will, ich möchte nur ein Buch erstellen, ich kann jetzt auch das E-Book und das Paperback hinzufügen. Dann habe ich diese zwei Produkte zusammen und kann jetzt hier eine Kampagne machen, Minikurs, Methode. So, okay, ich muss noch irgendwas auswählen. Da unten. Ach so, genau. Und jetzt habe ich die Auswahl zwischen automatisches Targeting, das heißt, ich vertraue Amazon, dass ich genau diese Kampagne so schalten will, wie der mir das vorschlägt. Da sagt er mir hier ein Standardgebot von 63 Cent. Oder ich gehe auf manuelles Targeting und wähle Keywörter und Produkte aus, die relevant sind für mein Buch. Und ich kann negatives Keyword-Targeting machen, also alles, was nicht zu dem Buch passt. Also wenn ich zum Beispiel Hundetraining mache und ich mache aber kein Kampfhundetraining oder kein militärisches Training, sondern eben nur von privaten Hundebesitzern, dann kann ich hier negative Wörter einfügen im Sinne von militärisches Hundetraining oder Hunde abrichten oder sowas. Da möchte ich nicht angezeigt werden. Vertrauen wir dem Ganzen, würden wir hier weitergehen und hätten ein Standardgebot von ungefähr 47 Cent bis 84 Cent pro Klick auf dein Buch. Das heißt noch nicht, dass das Buch gekauft wird, aber auch ein Klick ist natürlich schon mal gut, weil derjenige dich dann kennenlernt und etwas über dein Buch erfährt. Du folgst mir noch nicht? Dann abonniere auf jeden Fall den Kanal. Und es gibt eine ganze Playlist zu Low-Content-Büchern und Büchern auf Amazon. Die findest du hier unter dem Video nochmal verlinkt. Und in diesem Video habe ich dir auch nochmal verlinkt, wie du Bücher organisch verkaufst, indem du deine Community mobilisierst und natürlich mit Social Media, also TikToks und Reels, enormen Publicity auf deine Bücher lenkst. Gehen wir hier auf manuelles Targeting. Dann würden wir jetzt hier verschiedene Wörter bekommen, die wir uns aussuchen sollen. Da sind jetzt schon mal ein paar, wo ich denke, oh, das passt ja jetzt gar nicht. Das heißt, ich kann mir eigene Wörter eingeben in meine Liste, zum Beispiel Online-Business
aufbauen, Keyword hinzufügen und dann machen wir mal, weiß nicht, ein bisschen drunter, 50 Cent, aber es ist natürlich ein Business-Keyword. Dann kann ich mir hier noch Preise aussuchen. So, ich kann auch nochmal auf die vorgeschlagenen gehen und da hat er mir echt komische Sachen vorgeschlagen. Ich kann meinen Namen eingeben, der kostet auch nur 15 Cent. Guck mal, Online-Kurse. Das Buch hat er ja wirklich nicht gut einsortiert, obwohl das schon so oft verkauft wurde. Aber da siehst du mal, was das für Keywörter hier sind. Okay, da komme ich irgendwie überhaupt nicht weiter. Also müsste ich jetzt hier noch mehr in die Liste eingeben, zum Beispiel Online-Marketing. Also wenn du hier ein Ausmalbuch hast, dann hast du wahrscheinlich vorgeschlagene Ausmalbücher für Erwachsene, Ausmalbücher für Kinder und so weiter. Und dann kannst du die dann eingeben. So, und ich müsste mir jetzt hier ganz viele Keywörter raussuchen. Ich kann mir dann auch eine Datei hochladen mit Keywörtern, um das Ganze dann hier zu optimieren. Das ist jetzt irgendwie im Moment noch nicht besonders richtig. Also hier könnte man negatives Keyword-Targeting könnte sein, zum Beispiel Affiliate-Marketing. Will ich das oder nicht? Network-Marketing oder sowas. Weil meine Kunden ja die sind, die eigenes Wissen in ihre Online-Kurse oder Bücher bringen. So, dann gehe ich mal hier schnell weiter. Wir haben die zwei Bücher, also immer das gleiche Buch, aber eben mit E-Book und Paperback ausgewählt. Wenn du ein Ausmalbuch hast, dann hast du wahrscheinlich kein E-Book, sondern dann gehst du jetzt hier, wählst ein Ausmalbuch und gehst dann auf Ausmalbücher für Erwachsene aus dem Bereich Natur, aus dem Bereich Mandala. Dann kann ich auswählen, ob ich diese dynamischen Angebote erhöhen oder senken möchte. Kann der mir 2 Cent teurer oder günstiger die Sachen verkaufen oder nur senken, weil ich will es möglichst ganz, ganz günstig halten. Dann gehe ich hier auf nur senken. So, dann kann ich noch mehr Fachwissen anwenden und hier kann ich nochmal den Kampagnennamen hat er da nicht übernommen, die Kursmethode. So, und das Tagesbudget, wenn ich hier auf 10 Euro gehe, dann schlägt er mir vor, wie viele Klicks und Bestellungen ich wöchentlich bekomme. Bei einem Tagesbudget von 10 Euro schlägt er mir im Moment nicht viel vor. Also Werbung auf Amazon ist auf jeden Fall auch echt teuer geworden. Vor 2 Jahren war das noch echt was anderes. So, wenn ich jetzt aber sage, ich möchte nur 4 Euro ausgehen am Tag und ich mache das mal für 14 Tage oder für 10 Tage, 3 Euro am Tag, dann kann ich schon ein bisschen was wuppen. Dann bin ich mir sicher, dass das Buch 2, 3 Mal pro Woche eigentlich verkauft wird. So war es bisher jedenfalls bei mir der Fall. Wähle hier ein Tagesbudget von 5 bis 10 Euro aus. Wenn du mehr möchtest, wenn du das Buch erstmal pushen möchtest für eine Woche, mach da ruhig mal eine Woche 20 Euro und sieh, was bei rauskommt. Ne, das sollte dir dein Buch ja und deine Arbeit auch wert sein. Und dann gehst du auf Kampagne starten. Nein, ich habe immer noch Probleme. Keywörter. Okay, das war jetzt ein komisches Tutorial. Vielleicht gehen wir da nochmal raus. Ich zeige dir nochmal das mit dem Ausmalbuch. Hobbyhorse wäre auch eine coole Nische. So, das habe ich als Paperback und Hardcover. Können wir hier nochmal gucken, was wir da drucken können. Und dann würde ich diese ganzen Sachen wieder wegnehmen. So, und würde jetzt mal gucken, was ist vorgeschlagen. Hobbyhorsing. So, das nehmen wir doch. Hobbyhorse Buch. Freundebuch, Hobbyhorse. Nochmal Buch. Zubehör. Und Adventskalender. Das ist wirklich eine extreme Nische. Meine Tochter hat 2,5 Jahre Hobbyhorsing gemacht, jetzt gar nicht mehr. Aber da ist auf jeden Fall eine Nische. Entweder man liebt es oder man liebt es eben nicht. So. T-Shirt. Könnte man auch. Wer ein T-Shirt sucht, sucht vielleicht auch ein Buch. Ne, das ist dann vielleicht ein Geschenk. Stall für 4 Pferde. Ne, da müssen dann die ganzen Pferde rein und dann werden die jeden Tag rausgeholt und gepflegt und draußen trainiert. Okay, dann probiere ich das mal. Dann habe ich hier diese Preise.
Und wenn ich auf automatisches Targeting gehe, dann schlägt er mir 40 Cent vor. So, und dann nehme ich das hier auch nochmal raus, weil das war ja das andere Buch. Und dann gehe ich wieder, möchte ich dynamische Angebote? Ja, ich lasse das mal drin. Dann kann er sich dann eben auch auswählen, was er damit macht. So. Und jetzt gebe ich hier nochmal die 10 Euro ein, um zu gucken, was der, ja, 3 Bestellungen in der Woche. Und ich kann dann die Kampagne starten. Richtig. So, es dauert jetzt ungefähr einen Tag oder 2 Tage, bis das Ganze genehmigt ist. Das heißt, es wird einmal geprüft. Ich habe verschiedene Keywords eingegeben. Ich habe hier keine negativen Keywords. Könnte ich aber auch noch ausarbeiten, dass man hier sagt, also nicht da, wo die Pferde angeboten werden, sondern nur da, wo wirklich Equipment oder Geschenke oder so angegeben werden. Oder eben auch nochmal Keywörter eingeben, zum Beispiel Geschenk Mädchen. Dann kann ich hier jetzt den Kampagnenmanager öffnen, Kampagne nochmal bearbeiten oder eine weitere Kampagne erstellen. Wenn du mit meiner Hilfe bereits mehrere Bücher erstellt hast, dann machst du das für jedes Buch so eine Kampagne. Oder du sagst, ich vertraue Amazon, ich mache jetzt mal eine Kampagne für alle meine Bücher, wählst alle Bücher aus und machst 10 Euro am Tag und guckst, welcher der Gewinner ist und schaust dann nochmal irgendwie, okay, welche 2 Bücher laufen wirklich am besten und für die machst du dann nochmal eine Kampagne mit Keywörtern. Mehr dazu auf jeden Fall auch in meinem Kurs. So, viel Spaß damit und viel Erfolg beim Buchverkauf. Hier kann ich jetzt die Kampagne bearbeiten. Nochmal schauen, die läuft ab dem 17. Februar. Sobald sie geschaltet ist, das dauert jetzt einen Moment. Und da kann ich noch ein bisschen mehr einstellen. Und dann kann ich hier auch gucken, wo meine Kampagnen sind. Und hier auf alle Kampagnen sehe ich jetzt hier unten, welche Kampagnen gerade laufen. Und da habe ich schon einiges probiert. Genau. Und mache jetzt pro Buch eigentlich eine Kampagne. Fazit, es ist einfach, deine Bücher auf Amazon zu bewerben und natürlich mehr Verkäufe zu generieren. Mehr natürlich auch immer in meinem Kurs Low Content Studio. In dem zeige ich dir von der Idee bis zum Verkauf wirklich alles rund um Bücher einstellen auf Amazon. Du kannst in 5,5 Stunden deine eigenen Ausmalbücher erstellen, zum Beispiel mit KI, mit Canva und mit Midjourney. Und ich zeige dir wirklich alles vom Beginn bis zum Verkauf. Ich hoffe, dieses Tutorial hat dir gezeigt, wie einfach das alles ist. Ich hoffe, du wirst auch Autor auf Amazon und legst nun los, deine eigenen Bücher zu erstellen und natürlich auch zu verkaufen. Wenn du mehr wissen willst, abonniere diesen Kanal und ich freue mich schon mit dir auf das nächste Video. Kommentiere gerne, wenn dir das gefallen hat. Also alles Liebe, deine Jotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.